Servus Freunde der Fotografie und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute wird es vitaminreich und was wir genau machen, siehst du nach dem Intro. In meiner Welt ist heute Sonntag und sonntags habe ich mit meiner Frau ein kleines Ritual. Wir frühstücken schön ausgiebig zusammen und auch mit frischem Orangensaft. Und als ich heute Morgen die Orangen durchgeschnitten habe und die Struktur gesehen habe, dachte ich mir, hey, mit richtig coolem Licht sieht das doch bestimmt richtig schön auf Fotos aus. Und das möchte ich heute mit euch machen. Das heißt, ihr braucht einfach nur ein paar Zitrusfrüchte, Orangen, Zitronen oder Mandarinen, einfach was ihr zu Hause habt, und die beleuchten wir dann einfach richtig schön und machen schöne Fotos. Also legen wir doch gleich mal los mit den benötigten Materialien. Ganz klar, Zitrusfrüchte, also ich habe jetzt hier eine Orange und eine Zitrone, und dann braucht ihr ein Brettchen und ein Messer, damit ihr die natürlich auch schön aufschneiden könnt. Als nächstes habe ich jetzt hier zwei klassische Taschenlampen und eine schwarze Lichtlampe, und damit werden wir dann später ein richtig schönes Licht machen, um einfach auch noch mal ein bisschen mehr Pep reinzubekommen. Habe ich hier jetzt noch ein paar Farbfolien. Ihr kennt ja alle schon meinen Farbfolienfächer aus den anderen Tutorials. Damit könnt ihr einfach noch mal auf normales weißes Licht schön Farbe setzen. Und als nächstes habe ich hier eine ganz klassische Plexiglasscheibe, 2 mm dick, und als Podest benutze ich hier einfach ein paar Bücher. Und dann kommen wir auch schon zu meiner Kamera. Ich fotografiere alles mit meiner Olympus OMD 1 Mark II, die mich gerade filmt, und dann später sitzt die auf dem Stativ und ich löse mit dem Kabelauslöser aus. Und meine Objektive werden einerseits mein 60 mm Makroobjektiv sein und andererseits mein Pancake, also mein Kit-Objektiv. Und hier müsst ihr einfach nur entscheiden, wollt ihr nah heran oder wollt ihr das Ganze ein bisschen von weiter weg fotografieren. Beide Sachen, sage ich mal, beide Objektive sehen richtig schön aus. Und ich würde sagen, wir legen auch gleich mal los mit dem Aufbau. Als erstes müsst ihr natürlich die Plexiglasscheibe reinigen. Als nächstes macht ihr euch ein kleines Podest aus Büchern und legt die Plexiglasscheibe hier oben drauf. Und nun könnt ihr einfach eure Taschenlampe hier einfach drunter stellen. Falls sie ein bisschen Erhöhung noch braucht, könnt ihr hier auch wieder ein Buch drunter legen. Und so funktioniert der Aufbau. Und als nächstes, ich schiebe das kurz mal auf die Seite, schneidet ihr natürlich auf ein Brettchen eure Orangen zu. Ich schneide mir hier einfach mal ein bisschen was ab und mache mir jetzt hier eine dünne Scheibe. Umso dicker die Scheiben sind, umso weniger Licht kommt hindurch. Da müsst ihr etwas experimentieren, und so sehen die dann später aus. Jetzt schnappt ihr euch eure Orangenscheibe und legt sie einfach hier oben drauf. Jetzt schnappt ihr euch eure Farbfolien und legt sie einfach auf die Taschenlampe. Und schon kriegt ihr einen richtig schönen Farbeffekt hin. Oder ihr nehmt einfach eure Schwarzlichtlampe und legt sie hier runter und ihr kriegt einen schönen lilanen Farbeffekt hin. Ihr könnt natürlich auch beides zusammen kombinieren. Das ist natürlich auch möglich. Weiter geht's mit meinen Kameraeinstellungen. Wie erwähnt, habe ich vom Stativ fotografiert. Wenn du auch vom Stativ fotografierst, schalte den Bildstabilisator aus, da hier ansonsten die Kamera automatisch nachkorrigieren könnte und du eventuell unscharfe Bilder erhältst. Dann habe ich im manuellen Modus fotografiert und manuell fokussiert, und mein ISO-Wert lag bei 200 und meine Belichtungszeit lag zwischen 1/20 und 2 Sekunden. Das hängt natürlich mit der Lichtstärke zusammen. Wenn du jetzt hier zum Beispiel
eine ganz normale Taschenlampe hast, die ist ja extrem hell, aber wenn du jetzt hier schon die Orangenscheibe davor hast, dämpft das Licht um einiges. Umso dicker die Orangenscheibe ist, umso weniger Licht kommt durch. Und wenn du jetzt dann hier auch noch deine Farbfolien drauf setzt, dann kommt noch weniger Licht durch, oder du stapelst auch die Farbfolien, umso weniger Licht kommt natürlich durch. Das heißt, du musst natürlich länger belichten, dementsprechend bei mir die Bandbreite von der Belichtungszeit, und bei Schwarzlicht musst du auch noch mal generell ein bisschen länger belichten als bei einer normalen Taschenlampe. Daher kommt mein Wert. Weiter geht's mit meiner Blende, und die lag zwischen 2,8 und 10, und ich würde sagen, jetzt schauen wir uns mal meine Ergebnisse an. Spaß an diesem vitaminreichen Tutorial hattest, schreib doch was Nettes unten in die Kommentare oder gib mir einfach ein Like. Darüber freue ich mich wahnsinnig, und ich würde sagen, wir sehen uns einfach nächsten Freitag wieder auf meinem Kanal mit irgendwas Kreativem, und bis dahin sage ich ciao.